Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei unserer Daniel-Reihe und wir sind heute bei Daniel 7. Ich halte nochmal fest, dass Daniel in einer Zeit gelebt hat, die unseren sehr ähnlich ist. Die Juden waren im Exil und hatten eine heidnische Regierung. Und Daniel war wirklich der Endzeitprophet schlechthin im Alten Testament. Wir sehen bei diesem Video und beim nächsten Video die Präzision, mit der Gott Menschen die Zukunft vorhersagt. Und das ist faszinierend und das ist sehr, sehr, sehr tröstend und sehr hoffnungsbringend für uns, wenn wir diese beiden, also dieses Video und nächstes Video, diese Vision richtig verstehen. Wenn wir wissen, Gott hat alles geplant, wir können die Pläne Gottes nicht durchkreuzen, im Gegenteil, wir können Gott helfen, seinen Plan durchzubringen, denn am Ende wartet wirklich eine große Hoffnung und ja, eine wunderschöne Zeit mit Jesus auf uns. Wir machen das wie immer, Daniel 7. Ich mache eine ganz kurze Einleitung, dann macht ihr Stopp und lest das ganze Kapitel durch, macht euch eure Notizen und dann gebe ich euch noch ein paar Gedanken weiter. Also Daniel ist im Jahr Belsazar angekommen, und zwar im 1. Jahr. Belsazar war der König, der nach Nebukadnezar die Herrschaft ergriffen hat. Wichtig zu Belsazar zu wissen ist, dass er ein unmöglicher König war. Nebukadnezar war schwierig, brutal, machthungrig, aber sehr schlau, und er hatte zum Schluss wirklich eine großartige Begegnung mit Gott, hat sich bekehrt und zweimal sogar bekehrt, aber beim zweiten Mal hat er so richtig kapiert, nur derjenige, der sich demütigt unter die gewaltige Hand Gottes und ihn fürchtet, der kann leben und der wird gesegnet. Also Belsazar war eigentlich im Prinzip das Gegenteil, kann man sagen. Er war auch derjenige, wo man dann diese Schrift an der Wand gesehen hat. Also er war wirklich dekadent, ja. Und jetzt muss man wissen, dass Jeremia ja ein Zeitgenosse von Daniel war und in den Jeremia-Prophetien relativ am Ende, im berühmten Kapitel Jeremia 51, wo es heißt: Geht raus aus Babylon, die Sünde reicht bis an die Decke, damit ihr nicht an den Plagen und an den Sünden teilhabt, raus. Und eigentlich zu dieser Zeit war ja gerade Babylon übermannt sozusagen von den Persern. Und das war das persische Reich. Vorher war das babylonische Reich, und man muss wissen, dass das babylonische Reich über Babylon geherrscht hat und der Name, die Region und auch Babel als Stadt blieb gleich. Ja, so wie als wenn jetzt in Deutschland eine Region Deutsch heißt, ja, und jetzt kommt Deutschland und wird von, sagen wir mal, von den Russen übermannt und wird plötzlich russisch, dann ist trotzdem dieser Bereich, bleibt Deutschland. So, und der Belsazar war zwar noch der letzte König von Babylon, aber wenn wir jetzt heute dieses Kapitel lesen, müssen wir wissen, als die Perser dann Babylon überwältigt haben und unter ihre Herrschaft bekommen haben, hieß dieses Landstück trotzdem noch Babylon. Und deswegen, wenn Gott sagt in Jeremia 51, raus aus Babylon, dann ist es während der persischen Herrschaft. Aber man muss wissen, dass unter Belsazar diese Sünde zugenommen hat, weil er einfach unglaublich, er hat die Geräte aus dem Tempel nehmen lassen, hat mit denen Orgien gefeiert, hat sie damit entehrt, auch ganz bewusst. Das wussten Könige auf jeden Fall. Tempelgeräte waren heilig, und wenn man diesen Gott, sag ich mal, mit Füßen treten wollte, weil man sagte, den gibt's ja sowieso nicht, dann hat man halt heilige Dinge genommen und hat sie für was ganz, ja, Alltagsdinge genutzt und damit gesagt, ich pfeife auf diesen König. Auch interessante Dinge, die wir in der heutigen Gesellschaft ja wirklich sehen, wo man merkt, der Glaube, Jesus Christus, wird so oft missbraucht. Ich denke da nur an den Spiegel, der die Weihnachtskrippe mit Jesus darin
groß abgebildet hat mit einer ganz großen Spritze und Impfung ist Nächstenliebe geschrieben. Also da ist mir wirklich durchs Herz gegangen. Ich habe damals tatsächlich an Belsatzer gedacht, habe gedacht, wow, die Regierung und hier die Medien nehmen wirklich dieses Heilige, den Namen Gottes und missbrauchen ihn. Gut, jetzt lesen wir also in dieser Zeit, was Gott dem Daniel über die Zukunft sagt. Lest bitte Kapitel 7 und dann kommen wir wieder. Gut, also ein sehr krasses Kapitel. Viele hoffentlich von euch haben das schon oft gelesen und wissen eigentlich auch schon, was so einzelne Dinge bedeuten. Ich will 2 Punkte rausgreifen. Einen wirklich zum Nachdenken, theologisch, eine mögliche Deutung, die ich heutzutage wirklich sehr interessant finde. Aber zum Zweiten auch, was ist für uns wichtig in diesem Kapitel. Also David bekommt also diesen Traum unter einem König, der ja dafür verantwortlich ist, dass die Sünde Babylons bis an die Decke reicht. Und er sieht das erste Tier aufsteigen und der Löwe steht für Babylon. Genau. Also da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Man kann natürlich bei vielem noch darauf eingehen, weil ich spannend finde, dass diese Eigenschaften, die diese Tiere aufweisen, auch die Dinge, die sie tun, eben genau das sind, was in der Zukunft ja wirklich passiert ist. Bei dem Löwen ist es insofern jetzt nicht ganz so spannend, weil das natürlich in der Zeit genau war. Und jetzt wusste der Daniel ja schon, dass Babylon sich sehr weit erstreckt hat. Es war quasi das erste expandierende Weltreich, weil unter Nebukadnezar er einfach andere Völker eingenommen hat. Es gab noch eine Hochkultur, die Ägypter, aber im Vergleich jetzt zu den Babyloniern, die Ägypter sind älter und eine Hochkultur, weil dort auch das viel Fortschritt entstanden ist. Also wenn man so in der Karte das so sieht, Babylon ist hier oben, wo Iran und Irak ist, der Euphrat durchfließt, dann kommt Israel und da unten Ägypten. Also Israel sozusagen eingemauert, ja, oder Israel sozusagen als Wachturm, wie auch immer man die Perspektive hat, für diese beiden Hochkulturen. Ägypten im Gegensatz zu Babylon hat sich aber nicht ausgebreitet, sondern die hatten mehr Wert auf Fortschritt gelegt. Die wollten nicht expandieren und Babylon, aber dieser Löwe, der wirklich alles eingenommen hat, der wirklich so diesen ersten Weltrausch hatte, zu sagen, ich will die Welt erobern. Ja, dann wird es aber interessant, weil ja eben zu Zeiten Belsatzer noch die Babylonier dieses Weltreich waren, kommt ein nächstes, was Babylon überwindet. Und das ist der Bär. Der Bär steht für Persien und Persien ist dann auf der einen Seite aufgerichtet, steht so ein bisschen für die Herrscher, die also überdurchschnittlich mächtig waren. Kyros, dann Darius waren wirklich exquisite Leiter, wenn man das so sagen kann. Ja, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Nebukadnezar waren die beiden viel mehr, in Amerika würde man sagen, sophisticated, also eloquent. Sie hatten Überzeugungsmechanismen. Sie haben richtige Führungsprinzipien schon gefunden und praktiziert. Sie haben Völker mehr überredet und man kann nicht sagen, überredet und überzeugt, Teil von ihrem Reich zu werden. Also weniger durch Waffen auch, aber noch viel mehr durch Eloquenz, also für eine ganz große Führungsstärke. Und dann kommt der Gepard und auch das konnte Daniel nicht wissen. Ja, dieser Gepard ist das griechische Reich unter Alexander des Großen. Gepard ist ein ganz schnelles Tier, der Bär eher so der behäbige, genauso auch wie die Perser, die zwar expandiert sind, aber doch sehr behäbiger, ja, wie ich eben so sagte, nicht so gewaltsam. Der Gepard wieder ist viel gewaltsamer, er ist viel schneller
Und das ist ja innerhalb von kurzer Zeit, zu Lebzeiten Alexander des Großen, hat Griechenland die Perser überwunden, hat das Reich noch vergrößert, ist weit raus bis nach Indien vorgedrungen. Aber ich sag mal, auch an diesem Größenwahn von Alexander zu seinen Lebzeiten noch zerbrochen. Und das finde ich auch interessant, dass dieser Gepard ja diese 4 Flügel hat, kennzeichnet durch dieses, wie schnell die das alles innerhalb von wenigen Jahren überrannt haben. Und dann diese 4 Köpfe, in die das Reich zerfallen ist, nachdem Alexander der Große gestorben ist. Dann kamen diese 4 Reiche, eins davon die Seleukiden. Da komme ich aber im nächsten Kapitel nochmal mehr drauf. Und dann kommt ein anderes Tier. Und dieses Tier, ich hoffe, ihr habt das Bild schon gesehen, Offenbarungs-2-Kurs, die Zeichen der Zeit erkennen, bitte einmal den Kurs durchmachen, weil dann wird so vieles viel deutlicher, man kann alle anderen Dinge viel besser verstehen. Dieses 4. Tier, wie ihr schon merkt, ist kein Panther oder Gepard. In der Offenbarung 13 interessanterweise kommt ja dieses Biest mit diesen 10 Hörnern. In der Offenbarung 13 hat es noch 7 Köpfe dazu. Auch vor, und da merkt man, da hat der Panther, der Bär und der Löwe einen Teil in dem Biest. Da merkt man, dass dieses 4. Reich nach den Griechen ein Reich ist, was sich weiterentwickelt, was lernt, was von den Babyloniern lernt, von den Persern zum Beispiel, das Gesetz der Meder und Perser, das kennen wir heute ja noch, das steht dann dafür, dieses Gesetz kann niemand brechen. Ja, das steht praktisch über allem. Das war einzigartig bei den Medern und Persern, weil selbst der König ein erlassenes Gesetz nicht mehr rückgängig machen kann, was wir bei Esthers Geschichte zum Beispiel sehen. Esther war Teil des persischen Reiches. Und dann die Griechen, die mit ihrer ganzen Dichterkunst und vor allem mit ihrer Redekunst und Überredungskunst ganz, ganz viel geprägt haben, auch von unserer Kultur. Also merken, dieses 4. Biest, das nennen wir schon nicht mehr Tier, sondern Biest ist noch viel passender, ähnelt jetzt nicht einem realen Tier, sondern ist etwas ganz anderes. Und es wird hier betont, ganz anders. Es hat von allen Reichen gelernt, es ist sozusagen das perfektionierte Weltreich und jetzt kommt's, es hat bis heute nie ganz aufgehört. Das römische Reich, das die Griechen dann überwunden hat, und lange Zeit mit ihren Kaisern ganz große Weltmächte waren, hat bis heute nicht richtig aufgehört. Es hat sich aufgelöst und da kommen wir gleich zu diesen 3 Hörnern, die ausgerissen werden und ein letztes Horn tritt hervor. Dieses römische Reich ist heute noch interessanterweise in der EU verwurzelt, beziehungsweise die EU ist da drin verwurzelt, weil es auf die römische Verfassung aufbaut. Also das römische Reich als perfektionierte Idee des Weltreiches existiert heute noch, und zwar in dem Horn. Als das Biest aufsteigt, frisst es also alles. 10 Hörner stehen für 10 Könige. Hier müssen wir wissen, die Zahl 10 ist symbolisch, wie die Zahl 3 immer symbolisch ist oder die Zahl 7 symbolisch ist. Die Zahl 10 steht für eine menschliche Vollkommenheit. Und der Geist, das bedeutet, dass es nicht unbedingt heißen muss, dass es genau 10 Hörner sind, sondern dass es immer aufeinander folgende Könige sind, die dieses ganze Reich vorantreiben. Gibt ein Hoch und runter und es wird nach Daniel 7, aber auch nach Daniel 2, dieses 4. Reich, was in Daniel 2 ja Ton und Eisen am Ende gemischt ist, es wird das Reich sein, was am Ende das letzte Mal zerstört wird und nie mehr wieder aufkommt. Ihr Lieben, wir leben in einer spannenden Zeit. Dieses Weltreich, was sich gerade als die Globalisierung vorantreibt, wird das letzte Reich sein. Ich weiß nicht, wie lange das geht, und ich würde auch jeden hüten, die Bibelmathematik anzuwenden und zu versuchen, einen bestimmten Zeitpunkt zu haben, wo Jesus wiederkommt. Aber wir wissen, dass dieses Reich so perfektioniert weitergehen wird, bis dann irgendwann Jesus wiederkommt. Und genau das
steht hier beschrieben. Und ich möchte einen Punkt rausgreifen, eine Deutung euch geben, über die wir nachdenken sollten. Kann es sein, dass diese 3 letzten Könige, die ausgerissen werden, das Römische Reich in ihrer letzten Form ist unter Tiberius nicht Tiberius, sondern Konstantin und Theodorius, die dann maßgeblich dafür da waren, dass das Christentum eine Staatsreligion war. Also wo man hier merkt, da ist ein Kampf und da der Menschensohn auf Wolken bekommt Herrschaft. Steht hier drin, ich habe das gelesen. Ja. Ihm wird es übergeben. Kann es sein, dass danach durch das zweite Horn das Heilige Römische Reich deutscher Nation war unter Karl des Großen? Ein nächstes Horn. Kann das sein, dass das dritte Horn, das Dritte Reich unter Hitler ist oder war? Und kann es sein, dass in dem Moment, als das Dritte Reich unter Hitler 1945 zerbrochen ist und ausgerissen wurde, die UN, die genau zur selben Zeit, 1945 in San Francisco, Amerika, gegründet worden ist, kann es sein, dass diese UN mit der WHO, mit diesen ganzen Weltorganisationen, dieses dritte Horn ist. Das dritte Horn, was daran interessiert ist, die Gottesdienste abzuschaffen, schon mal geprobt hat, Gottesdienste zu schließen. Die UN, die den Gottesbezug nicht mehr haben möchte, die mit der EU sagt, wir wollen keinen Gottesbezug mehr in unseren Regeln, sondern wir brauchen diesen Gott nicht mehr, weil, wie das Yuval Harari so schön sagt oder so traurig sagt, der Mensch ist jetzt Gott. Die Zeit der Götter ist vorbei. Das ist mein Punkt, den ich uns zum Nachdenken bringe. Wenn dem so wäre, dann bedeutet das Folgendes. Dann bedeutet das, dass diese Globalisierung die Weltregierung, die letzte Weltherrschaft und den antichristlichen Geist, ihr Lieben, ich glaube nicht, ich verstehe die Bibel auch nicht so. Im 1. und 2. Johannes oder im 1., 2., 3. Johannesbrief wird dieser Antichrist beschrieben, dass es eine Person ist. Ich sehe, das steht auch im 1. Johannesbrief, das ist der Antichrist, der leugnet, dass Jesus Christus im Fleisch auf diese Welt gekommen ist. Das ist der Antichrist, der den Gottesdienst absetzen will. Das ist der Antichrist, der leugnet, sagt, wir brauchen keinen, die Zeit der Götter ist vorbei, weil wir sind Götter und die Menschen, die Götter in der Vergangenheit sind doch nur durch Menschen erschaffen worden. Jede Form von Gott ist eine Illusion, so sagen es diese Antichristen. Und wenn dem so ist, ihr Lieben, dann gilt Folgendes. Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen und es behielt den Sieg über sie. Genau dasselbe, was in Offenbarung 3 zu sehen ist. Es wird eine Zeit kommen, wenn ich so um mich schaue, dann sehe ich, dass das Christentum so schwach ist, so gedeckelt, sich so anbietet teilweise. Diesem Geist, diesem Globalistengeist, ob das schon die Situation ist heute, in der dieses letzte Horn den Sieg über die Heiligen behält. Und dann heißt es, und es wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sie sich unterstehen, Festzeiten und Gesetze zu ändern. Sie werden in seiner Hand gegeben, eine Zeit, 2 Zeit und eine halbe Zeit. Das deutet genau auf diese 3,5 Jahre hin, die in Offenbarung 11, 12 und 13 5 weitere Male erwähnt wird. Also darauf will ich jetzt nicht so eingehen. Dafür macht ihr bitte den Offenbarungs 2 und 3 Kurs, der auch noch kommen wird. Da wird das nochmal richtig aufgedröselt. Heute geht es mir eher um Folgendes. Danach heißt es, nach diesen 3,5 Jahren wird es eine Zeit geben. Danach wird das Gericht gehalten werden, dann wird ihm seine Macht genommen, ganz und gar vernichtet wird er werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird Jesus Christus gegeben werden.
Ich hoffe, ihr habt jetzt mal alle aufgefielt und gesagt, warte mal, Inga, so steht das aber nicht. Was hier steht, ist wirklich nicht Jesus Christus. Hier steht, aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich, jetzt kommt Jesus Christus, dessen Reich, das ist der Heilige Höchste, also dem Volk des Höchsten, Jesus Christus gegeben, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Ihr Lieben, die Heiligen werden überwunden. Hier heißt es wortwörtlich, ich sah den Horn kämpfen gegen die Heiligen und es behielt den Sieg über sie. Aber in dieser Zeit, wo dieser Sieg über die Heiligen gehalten ist, ist kein passiver Zeit. Denn in dieser Zeit rüstet Gott das heilige Volk vor und zu, das am Ende mit ihm regieren wird. Lassen wir uns dazu bereiten. Hören wir auf zu denken, unser Lebensziel ist, dass ich glücklich werde und ich mich um meine Probleme drehe. Ihr Lieben, ich ermutige uns allen. Lasst uns nicht um unsere eigenen Probleme drehen. Die sind klein, die sind nichtig. Paulus sagt, das Leiden dieser Welt ist nichtig, ist nichts verglichen zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Sind wir bereit, uns zuzurüsten, ihr Lieben? Bist du bereit, dich zuzurüsten, dass wir mit Jesus zusammen diese Welt einnehmen, in Liebe, in Frieden, in Einheit, in Freude, in Licht und in Wahrheit? Das möchte ich, dass ihr das in Kleingruppen besprecht. Bist du bereit? Bist du noch so verstrickt in deinen eigenen Problemen, dass Probleme dich sehr schnell überwältigen und ich sage das immer bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bestimmt bei euch allen anderen nicht, aber ich bin dann in meinem Selbstmitleidsbad. Ich arme und wie ich doch leide und ich habe diese Schmerzen und das Zipperchen und das ist schwierig und das ist schwierig. Ihr Lieben, und dann sage ich, raus, Inga, das ist nicht deine Identität. Wie bereit bist du, mit Jesus zusammen diese Weltherrschaft zu besiegen? Erstens. Zweitens, was fehlt? Was ist dein nächster Schritt? Aus was willst du ein für alle Mal austreten, um dich Furcht bereiten zu lassen? Ich bin gespannt, was bei euch rauskommt. Ich ermutige euch sehr. Genießt das Leben, ganz wichtig in so einer Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.